So, hi, ich mache das hier jetzt nur als kleines Video. Ich habe jetzt bis zu diesem Punkt gespielt, weil ich testen wollte, ob selbiges wieder passiert und wir werden sehen. Ich habe Angst, dass ich das Spiel wieder komplett verglitsche, wenn ich jetzt von in dieser Situation hier wieder lang gehe. Das heißt, das werde ich jetzt mal nicht tun. Und werde mir... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was machen. Eventuell so irgendwie. Das sind halt alles keine wirklichen Fortschritte. Ich denke, ich werde ganz kurz googeln, ob es irgendwie eine Lösung für Akt 3 gibt. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich da weiterkommen soll. Und ich habe jetzt wirklich Angst, das Spiel zu beenden, was ich eigentlich machen müsste, weil ich habe noch andere Dinge zu tun. Deshalb vergebt es mir. Habe ich ja im Stream sogar schon gemacht. Signifier Act 3. Game. Ne, gibt es nicht. Es gibt keine Walkthroughs oder sonst was zu diesem Spiel. Es ist irgendwie komplett unter Radar geblieben von den üblichen Leuten. So, das heißt dann, ich muss eigentlich irgendwas finden. Irgendwas. Processing. In case there are errors, I can attempt to reconstruct from a different perspective. Da muss Okay. ich irgendwie hoch. I'll tell you if there's a time and viewing angle that seems like a better option. Das erbringt dich. Ich muss irgendwie die Leiter bewegen. Beziehungsweise irgendwas zur Leiter bewegen. Wahrscheinlich das hier, aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Zeit und Viewing Angle. Au. Ich habe halt wirklich keine Ahnung. Und hier ist ein seltsamer Clipping-Fehler, da gehe ich nicht durch. Das könnte potenziell auch ein Gamebreaker sein. Das hier ist anscheinend nicht sonderlich gut optimiert. Muss ich leider sagen. Aber gut. Okay, es hat mir gebracht, dass ich jetzt hier hoch kann. Das hat mir gebracht, dass... Ich will es jetzt eigentlich nicht riskieren. Ich meine, es sieht aus, als würde es hier... 20% of dream reconstructed. Okay, gut, das war vorhin ein Bug. Es hat wirklich mein spezielles Talent, Glitches und Bugs zu finden, wieder zugeschlagen. Das ist unangenehm. Ich war sogar auf dem richtigen Weg und dann fahre ich einfach durch die Map. Genau das da habe ich gesehen. Das da. Alles unten. Gut, ihr habt die Leute auf Twitter angeschrieben. Ich habe einen Beweis, ich habe Clips. Ich habe das auch als Video. Also. Aber hier sind Perspektivrätsel anscheinend das große Go. Hallo? Welchen Punkt verschwindet sie? Okay. Was haben wir hier? Eine Bar. Und ein Haufen Leute. Ich meine, klar, wir müssen hier das Rätsel lösen, damit wir hier hochkommen können. Na, komm.
Das hier könnte es sein. Nein. Irgendwie muss es eine Treppe hergeben. Irgendwie muss es in einer Linie laufen. Oh, eventuell von hier hin. Vielleicht ist das ein Hinweis. Ja, das sieht gut aus. Das sieht weniger gut aus und sieht fast aus wie etwas, das funktioniert. Dieses eine Stück müsste ich hinkriegen. Komm. Evie, Ja. please try to fix this perspective to the dream. Ja. Okay. Sehr gut. Evie hat wieder gute Arbeit geleistet. So. Geht natürlich bei besten Prozentzahlen hier hin. Okay. Bin gespannt, was uns in dieser... 27% of dream reconstructed. Okay, die Konturen werden auf jeden Fall klarer. Wenn auch surreal. R. Der Sonnenuntergang ist sehr schick. Das könnte ein gutes Thumbnail sogar werden. Kommen wir runter zu ihr? Nein. Moment. Machen wir doch mal ganz kurz. Tipp. Einmal gethumbnailt. Beziehungsweise eigentlich gefällt mir das fast so besser. So. Sorry, da kommt der YouTuber wieder Could that be durch. Joanna and Martha? Scheiße. Jemand hat 100% Captain Atom dream schon wieder reconstructed. hochgejagt. Oh mein Gott. So that's the end of the dream. Hopefully there's information about what caused it. Ich kann mir das alles nochmal genau angucken. Das ist super cool. Was genau ist da passiert? Es wird dunkel. Der Wolkenkratzer geht hoch. Verschlingt alles in einer riesigen nuklearen Explosion. Das ist das Letzte. Okay. Das ist super interessant. Was heißt Vision? Also könnte es sogar sein, dass das eintritt. Besseres Bild. Okay. Cool. Haben wir Auftrag? Finde den Auslöser des Traums. Could that be Joanna and Martha? Could that be Joanna and Martha? Der Trigger. Das müsste ja bei einem relativ frühen Zeitpunkt sein. Was heißt, wenn ich ganz zurückspule eventuell? Hallo? Danke. Could that be Joanna and Martha? Okay, es war auf jeden Fall die Stadt.
kann ich mich theoretisch auch... Es regnet. Is that rain? Sache. Aha, folgen wir doch mal dem Regenpool, oder? Aha! Another dog. As far as I know, Joanna didn't have a dog in her apartment. Someone else's, perhaps. Oh, der Grafikstil ist halt so super interessant. A cabin, maybe. Aha. Did Joanna visit this place? Der Hund von Martha eventuell. Vielleicht war sie so ein Tierfreund und hatte eine... Ich muss A das cabin, mal maybe. eben zurückspulen, dass es weniger verzerrt aussieht. Okay. Vielleicht nicht, dass die Explosion alles verschlingt, aber... Ja, Regen, den nehme ich mit. Okay. Super interessant. This water must represent something. Vielleicht ertrinken. Vielleicht Hilflosigkeit beim Ertrinken oder Wissensdurst oder sowas. Das könnte sein. There's steam coming out of that pipe. I should get closer. There's steam coming out of that pipe. I should get closer. Richard, wer ist das? A new name in the puzzle. Richard. Can you find something on him, Evie? Searching. Richard and these childhood elements. Could they both be the catalyst for the door? There are hundreds of Richards that could be connected to Joanna somehow. 29 of GoAT's current employees alone, and that is only from people that have their profiles public. Okay. Keep searching while I ask around. Okay. Gut, dann... Processing. At this time, I don't have any useful feedback. Okay, dann gehen wir zurück zum Labor, würde ich sagen. Super interessant. Wir haben gerade geantwortet, die Entwickler. Sekunde. Okay, cool. Wir haben also das. Sollten wir Tom anrufen oder? Können wir nicht. Was müssen wir nochmal machen? Ne, raus, wer Richard ist. Wir werden das Kapitel jetzt mal eben abschließen, damit ich weiß, dass es safe gespeichert hat. Hello? Mr. Russell, hi. My name is David. I'm calling on behalf of Marie Shu. Marie Chu? From GoAT? That's right, the CEO. Oh. Miss Shu would like to speak to you in person, Mr. Russell, at GoAT today, if possible.
Well, thank you for letting me know. I'll come by as soon as I can. Good. I will let Miss Shu know of your answer. Directions will be sent to your phone, including a pass to our guest parking lot. Have a nice day. Thank you. Bye. Okay, zum Go AT. Wir sammeln hier mehr Quests als in Skyrim. Okay, gehen wir zu Go AT. Oh, wir sind in diesem Alien-Struktur-Gedingse. Okay, wie gesagt, den Akt möchte ich jetzt noch abschließen, weil ich erstens wissen will, wie es weitergeht und zweitens sicher sein will, dass es auch gespeichert hat. My car's like a unicorn in here. Oh, It works. That's all I care about. okay. In truth, I've always disliked the vanity associated with cars. Actions are all one should be proud of, or ashamed of. My car's like a unicorn in here. Okay. Das wundert mich jetzt halt, weil er ist eigentlich ein reicher Mann. Er hat eine richtig fette Wohnung. Ist ein gut bezahlter Psychologe oder Psychologieprofessor oder sonst was. Ja. Hello? Mr. Russell, this is Marie. A pleasure to speak to you. Oh, Miss Chu. The pleasure's all mine. I was notified of your arrival. I hope you had no trouble getting in. No, none at all. I'm very sorry for the short notice. And thank you for accepting our invitation. I'm happy to be here. Good. There's a lot to talk about. Listen, I'm on my way down. Please meet me on the middle bridge. Sure. So, how do I get there? Please take the orange wing. The elevator on the right. Jess, please help him to the bridge. Of course. Jess here will open the elevator and get you to the right floor. I'm coming down now. Meet you there. Okay, thanks. Okay. Bye. Cool, ich werde aber erstmal mir das Ganze hier anschauen. I guess they use a lot of these to navigate inside the building. My balance was never very good. I guess they use a lot of these to navigate inside the building. Okay, das ist eigentlich ziemlich cool. Ein paar Hoverboards. Die gehen immer klar. My lab's down there. Und? Oh, sein Labor. Er arbeitet für die? Moment. Nice cars. They must be running an independent research project. They look almost as good as my car. Ja, aber nur fast. Wir haben nicht so viel Charakter. Oh, Elektroparking. Cool. Haben die auch an Tesla gedacht? Gibt's Tesla in der Welt? Wahrscheinlich. Okay, hier hoch kommen wir wahrscheinlich nicht. Ja, wir können uns was angucken. That's where I came from. Und da bin ich gekommen. Okay. Not very crowded, but okay for a Sunday. Ach so, Sonntag. Es sind also nur die wichtigen Leute da. Oder die schlecht bezahlten. Employees only. Was gibt's da hinten? Hoverboards. Interessant. Oh. Hi. It's being repaired by a robot. Cooles Ding. Need a hand? Sehr cooles Ding. Schweißarbeiten. Ich sehe schon. 2 buildings. One focused mainly on research, and the other on business, both connected by bridges. Marie should be in the central one. Quantum Processing Lab, Administration, AI Research Center, Gym, Coffee, Cafeteria, Tactics, Robotics, Servers, Parking, Reception, okay. Lobby, Meeting Rooms, Legal Officers, General Secretary, Gym, Dingsda, Sky Garden, Administration. Cool. Ah, Rechtschreibfehler. Quantum, nicht Quantum. Allerdings weiß ich nicht, ob das andere nicht auch ein Begriff ist, aber... Das sieht auch sehr schick aus, wirklich. Also jetzt nicht unbedingt super 4K-Grafiken, aber sieht sehr schick aus. Wie gesagt, ich mag den Stil total gern. Es ist nicht 100% realistisch, aber es ist
ist so leicht körnig, finde ich. Na gut, genug davon. Wir reden jetzt erstmal mit Marie Xu. Oh, hey, warten Sie. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh mein Gott. Im Rollstuhl. Okay, sie ist böse. Sie hat einen Rollstuhl. Aus der Filmgeschichte haben wir gelernt. Ist irgendein reicher Geschäftsmann im Rollstuhl? Böse. Sehr böse. An entrance to the AI Research Center. Neural Implants Section. If I'm making progress in uncharted realms, they should be too. Feels like a time bomb. Bombe. But then scientific progress isn't on a linear scale when adding resources to it. Not always, at least. Ich meine, er hat recht. Was haben wir auf der anderen Seite? AI Research Center. Prosthetics, Robotics, Machine Learning, Language Vision, Automated Platform. The AI Research Center. From prosthetics to automated farming. Cool. Boah, das sieht halt super awesome aus hier. Mr. Russell, we finally meet. I appreciate you coming on such short notice. Miss Chu? You seem surprised. Sorry, I didn't know you, That I spoke without moving my lips? Yeah. Well, thanks to the amazing scientists in here, I can. And just by thinking. I'm playing with these voices, but they're all still a bit off. My voice was more nerdy. This one feels wiser. And more empowered somehow. I guess we need to have some of our AIs learn more types of people. It's interesting, though. After all this CEO business, most people in our field have seen me talking somewhere. I guess that means you are really immersed in your own research. I like that. I guess I am. Indeed. It took some time to reach you. You seem to be off the radar. If it weren't for the echoes of your research in the science community, I would have thought you were a ghost. At least by today's social network standards. Probably not a coincidence. It's too easy to get distracted these days. Indeed it is. I actually find a lot of that in here. The need to focus. Everybody is building something. They have a goal that is beyond traditional ambitions. It's a beautiful thing to be a part of. Please, follow me. Ich folge ihm. You see, Mr. Russell, any good we're trying to do here is in danger. If you look through these windows, you'll see the substance of what the future will be made of. Automated farming, clean energy development, bold advancements in medicine. And here is our latest and most ambitious project. The first prototype of large-scale, AI-designed automated construction. Many local uses, but useful in other worlds as well. But these are delicate times. Every step we take is a war we must fight. Against ignorance, mediocrity, fear. We need all the help we can take. Building a good future is 25% human ingenuity. And the rest is all politics. You see, Mr. Russell, someone like you could help us in this fight, both on a political and scientific front. 1 second, Mr. Russell. Yes. Can't it wait a few minutes? Okay. Hold the call. I'll be there. You'll have to forgive me, Mr. Russell. Even Sundays I have urgent calls. Please meet me on the executive level. I should be ready in a few minutes. Jonas at reception will send you the right way. Okay, folgendes. Ich weiß, das ist gerade eine intensive Story, aber ich habe herausgefunden, was diesen einzigartigen Stil ausmacht. Sie haben wechselnde PNGs für draußen genommen. Je nach Blickwinkel passt sich das minimal an. Das macht das Ganze so unfassbar interessant und gut anzusehen. So sich das immer minimal anpasst. Es ist irgendwas zwischen 3D und nicht 3D-Model. Das ist super cool. Dass niemand anders dran gedacht hat, beziehungsweise so auf diese Weise gemacht hat. Das ist super.
Oh, wo kommt sie her? Hallo? Hi, please put your hand on the glass so we can give you clearance. Welches Glas? Hi, please put your hand on the glass so we can give you clearance. Ich komme mal eben rüber. Kraftfeld. Was ist für ein Glas? What the fuck? Ah. Ich dachte, das wäre ein Mauspad. Okay. This is Leo Munch's famous last speech, made just before his death. A passionate view on post-humanity and how AI will keep us adaptable to change. This is Leo Munch's famous last speech, made just before his death. A passionate view on post-humanity and how AI will keep us adaptable to change. Based on that map, this should be the commercial building, probably where all the lawyers, salesmen, and business people work. Mhm. Okay, das andere wahrscheinlich die Forschungsabteilung? Fragezeichen. Oh. Hallo. Nein, da gibt es wahrscheinlich was auf der Rückseite, ne? Okay, ich kann keine Untertitel anmachen, also werden wir damit wohl leben müssen, beziehungsweise ich will sie jetzt nicht anmachen. Ich sonst versucht bin, wieder jedes Detail zu lesen und das tut meinem Hals momentan wohl nicht so gut. Okay, John ist am Empfang. Wo ist der Empfang? Da ist er nicht. Ist er wieder runter? Vermutlich. Ich rede vielleicht nochmal mit der Frau am Empfang. Vielleicht ist es ja ihr Nachname. Gut, wo müssen wir lang? You're good to go. You can use elevator A. Elevator A, okay. Ah! Elevator A. Cool. Ja, da war ein Auge. Irgendwas konnten wir uns angucken. Automated building construction with generative design. Supposedly they can adapt to any terrain. A lot of people predict this will have a drastic impact on the household and construction markets. But the real thing is off-world colonization. I have to wonder, how much is really automated? There's way too many cranes. Es kann sein, dass die Kräne automatisch gesteuert werden. Das sollte nicht das große Problem sein. Dürfte wahrscheinlich sehr viel weniger Unfälle verursachen. Allein so eine Struktur. Es muss super viel Aufwand gewesen sein in der Konstruktion. Sind gespannt. Nutzen wir Aufzug A. Damit ist genug rumgebrödelt, ja. Schön. Oh mein Gott, das sieht so viel cooler aus nochmal. Ich mag das irgendwie mit dem Außengebieten. Sieht so surreal aus. Push bar to open. Ich pushe, ich pushe. Okay. Zum Angucken. If I'm not mistaken, that's Joanna's childhood home. Joanna Cast, Vizepräsident und Marie Xu. Moment. Was ist das Haus? Was? An old industrial neighborhood. Okay. Wir sind befähigt zum Röntgenblick. Wir sind Superman in Verkleidung. Hi. You can find Miss Marie in her office. You can find Miss Marie in her office. Okay. Ah, jetzt gucken wir uns das Zeug richtig an. Hallo? Mr. Russell, I'm glad you made it up here. Please, close the door for me. Sehr gern.
I hope you had time to see a bit of what we're doing here. I wanted you to see it firsthand. There is so much prejudice out there regarding our mission. The best way to break it is to talk face to face, to be open about everything. I agree. Transparency is appreciated, and it's proven to be a good strategy for you. It has. When we first started, we didn't know where we were going to end up, the challenges we would face. As a young woman, I was naive, thinking most people would pull to the same obvious side. Better life for everyone. Progress, justice, and the success of humanity against all odds. But in truth, it requires massive amounts of strength and sacrifice to try to make things better. Yesterday, for example, an article came out saying that I oppose public spending on adapting streets for wheelchairs. Which is true. Why would you spend resources on adapting the world to such an old invention? Ich meine, When vielleicht we hat are sie... months away from making people like me not only talk by thinking, but walk. It is about spending public resources wisely. But this so-called journalist made it look like I was disregarding poor people. Because I live in a wheelchair-friendly rich world. Ha. Then all social media, even the government laid into us. And meanwhile, other economies are beating us in everything. And we have the TSB breathing down our necks. Let me ask you something. Has the TSB reached you already? I heard they're meddling with academics as well. Ja. Yes, they are. They move fast. I hope they aren't being as obtrusive with you as they are with us. Ein bisschen. On a different scale, but I know what you mean. Exactly. I'm glad we agree here. This is one of the reasons I invited you, Mr. Russell. I admire your research, and you face the same challenges we do, but on a different scale. We think a partnership would be very beneficial. Welche Art von A Partnerschaft? partnership? You mean a job? Here at GoAT? A job? No. A partnership. We're offering a very unique position here. A chance to direct your own projects. Very generous resources. And the power and freedom any smart scientist would ever want. Think of the other benefits. We're a tech company, with no connections to the pharmaceutical industry. I know that you already challenge their status quo in the effectiveness of their drugs. We can protect you from them, and make your research widely known. The benefits of working together are limitless. And in return? Two things. One is the sheer value of your expertise in the AI field, and the other is political support. A well-respected academic like you that has always been outside of the corporate world. That is what the public needs to see. Ich bin skeptisch. So, I would be a political asset, and in exchange you would give me resources. That would be a cold way of viewing it. The warm way, which is how I'd like to think about it, is that together we can make the world a better place. Great minds like us need to unite and work together. And this is the place where you can achieve anything you set your mind to. Unless the TSB gets in the way. Politics is the other part of the equation. The biggest part, probably. When the time comes, everything will come down to ideology. I want you to be on the right side, unless you think the TSB will avoid the upcoming problems by simply putting a lifetime brake on every possible development. Und sanfte Fortschriften. We need some regulation, even at the risk of stalling. A fair point, Mr. Russell. I would agree with you, if time was on our side. The way I see it, regulation is supposedly what keeps us safe from the dark side of technology. But regulation isn't the problem. The problem is who creates those laws, and why. Given the current state of affairs, I don't trust the government's intentions. The law reacts, and it's always late. I understand they want to get ahead. The stakes are too high. A single mistake could cost the world everything. But they don't seem to be in the prevention business. They just want control. And God knows what they could do with what we create.
They have their own agenda. So yes, regulation could be good, on paper. But in my opinion, that is not what's going on here. Besides, politicians, philosophers, intellectuals, they all had their chance. And they left us a world so advanced on one hand, and almost dead on the other. So yes, I don't appreciate them breathing down my neck while we try to fix their mess. Anyway, Mr. Russell, I don't want to keep you here for too long. And of course, you don't have to answer now. But I should tell you that given your opinions, I have no doubt that joining us would be the wise decision. Ich brauche I Bedenkzeit. appreciate the invitation, Miss Chu, but please give me a few days to think about it. Of course. There is no rush. We're more than happy to wait for someone like you. David will send you more details. And we should have dinner soon, to discuss everything further. And now, I'm afraid I have to get back to my work. Sadly, the world doesn't really stop getting warmer on Sundays. Thank you for coming, Mr. Russell. Feel free to stay as long as you want. And expect a call soon. Thank you. Thank you, Mr. Russell. Okay. Das ist ein gutes Angebot, ehrlich gesagt. Und ich hätte es auch gern angenommen direkt, aber ich will erstmal wissen, was sie mit der ganzen Scheiße zu tun hat. Ich möchte erstmal wissen, was die alles für Dreck am Stecken hat. Wenn es nicht ganz so viel ist, dann wäre das wahrscheinlich akzeptabel. Amazing. Different seeds of the same building, all procedurally generated. Cool. Amazing. Different seeds of the same building, all procedurally generated. Sehr cool sogar. T. If I'm not mistaken, that's Joanna's childhood home. Was ist das da hinten? Da, ganz da hinten irgendwo. Das ist da schon er. A military vehicle? I Was? wonder what kind of research goes on there. Ach da, ich sehe es. Interessant. Privat? Okay. Gut, ich sprinte dann auf meinen Beinen hier raus. And Mr. Russell, just in case, out of courtesy, we haven't signed NDAs or anything. But, given the current situation, I would appreciate it that this offer remain between us. At least for now. Of Ja, gut. course. Ja gut, No das worries. versteht sich, klar. Good. Let's keep it secret. As if it was a password. Oh. Die Anspielung. Ich habe sie verstanden. Was ist das hier? This is an Edward Hopper, right? Indeed. I keep that painting there as a reminder of the problems of that time. How progress also brought loneliness and alienation. He expressed it so beautifully. It's a reminder of what we need to avoid in the next cycle. When technology once again changes the social fabric of the world, we cannot make the same mistake. We must put ourselves first. Da bin ich ehrlich gesagt ganz ihrer Meinung. I couldn't agree more. Enough blind steps. An Edward Hopper. An Edward Hopper. Okay, cool. Dann gehen wir mal. Und eventuell können wir uns noch im Büro umsehen. Ja. Herr Typ von der Rezeption ist weg und... Why did she ask for all these files? I have no idea. She did have access to everything, but it's very technical stuff, completely out of her area. It's like super complex, hard to read even for me, and I'm an engineer. And the notes on these paragraphs. Singularity? Unethical? Yeah, I think... Shh. Was war das gerade? Hey, ich hab zugehört! Okay. Gut, es könnte also auch was Paranormales mit reinspielen, eventuell. Momentan würde ich sagen, ihre Schwester hatte irgendwelche Fähigkeiten und die haben dran rumexperimentiert. Und sie hat sich irgendwie diesem Schaman angeschlossen, dessen Geist sie getötet hat. Das ist meine Theorie bisher. Klingt sinnvoll, oder? Ja. Ja, wird schon. A private runway. Warte, Startbahn, was? Hallo? Tom? Russell,
Hi, Tom. Hi. We couldn't crack it. The password. And not only that, we put our whole operation at risk. The attempts probably didn't go unnoticed. You know how it is. We can't compete with their infrastructure. You have to be very careful, Russell. There's a lot at stake here. I know. You haven't given us a single thing we can use. I thought your subjective approach would be more effective. It just needs time. Each person is like a small labyrinth. I'm trying to get to the bottom of things. Well, I really hope you do. We don't want to pull the plug on you. I'll get right on it. Do that. And I have a new task for you. Where are you right now? Ausweichen. Hello? Hello? Oh, sorry, my battery's running low. You said something about a task? Yes. Well, I need you to find something on the husband, Alex. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. He was with us at first, but now he's gone dark. Maybe he's afraid of something. Or maybe he's just angry. In any case, if you give us some leverage on him, we might get him speaking. I have a feeling he knows more than he told us. I see. I'm sending you his address. Don't push him too much, though. And of course, keep us out of it. I understand. Okay, Russell? Don't fail us this time. And make sure to be transparent with everything. I'll be waiting for your call. Sure. Bye, Tom. Ja, ich vertraue momentan ihr mehr, weil sie Geld hat. Ich stehe momentan auf ihrer Seite. Muss ich leider ehrlich sagen. Doesn't seem very repaired. Ja, sehr ineffektiv. Ey, danke. Magst, dass man hier nochmal komplett zurücklaufen muss. Hat was. Müssen wir eigentlich mit dem Akt schon durch sein. Alex Haus. Okay. Geht offenbar noch weiter. Sehr schick. Hello? Hi. Are you Alex? Yeah, who is it? Russell. I'm Frederick Russell. I'm trying to find out about the reasons behind Joanna's death. Russell. It almost sounds familiar, but it doesn't. Go away. Hello? Weiß über sie Bescheid. Hey, listen. I know what may have happened. She killed herself, all right? I saw the cameras. No one went in the building. There was somebody with her. Oh, come on. You people will do anything. It's impossible to get into that building unnoticed, okay? Last warning. Fuck off. Keine Antwort. I guess I'll have to stop bothering him for a while. Komm, ich werde das jetzt durchziehen. I guess I'll... Irgendwann kann er nicht mehr anders. I guess... I'll have to... Schade. Nerven können wir ihn also nicht. Finde heraus, wer Richard ist. Das können wir noch machen. Gehen wir nach Hause. Oh, Kapitel 4, der Zusammenbruch. Gut, gucken wir uns das dann beim nächsten Stream an, würde ich sagen. Und ich fange jetzt an zu schneiden. Bis dann, würde ich sagen. Ciao.